Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und einem neuen Bemal-Tutorial rund um weiche Farbverläufe und Schminkpinsel. Vor einigen Wochen wurde ich nämlich auf die damals bevorstehende Kickstarter-Kampagne zu Dogfighters The Ale Wars aufmerksam, bei dem die Spieler die Kontrolle über mächtige Luftschiffe und wendige Flieger in einem alternativen Dieselpunk-Setting übernehmen. Da das Spiel aus Deutschland kommt, schlug ich dem Designer Markus Geiger vor, seine Kampagne mit einem Bemal-Tutorial und einer Verlosung auf der TWS Facebook-Seite zu unterstützen. Ich bekam dann von Markus aber nicht nur eine Handvoll der 3D gedruckten Prototypmodelle zugeschickt, sondern eine ganze Preview-Box. Wer sich für ein Unboxing und das Spiel an sich interessiert, kann beispielsweise beim Tobi von Bier und Brezel Tabletop oder bei Deist vorbeischauen. Die entsprechenden Videos habe ich euch oben verlinkt. Bei Dogfighters sind die Flugzeuge und Luftschiffe im 1:200 Maßstab gehalten. Anhand eines Zeppelins möchte ich euch nun zeigen, wie ihr ganz einfach harmonische Farbverläufe von hell nach dunkel tupfen könnt, um Licht und Schatten darzustellen. So spart ihr euch nämlich aufwendige Schichten oder den Einsatz einer Airbrush. Alles, was ihr braucht, sind einige Farben und ein runder Schminkpinsel. Mehr zu Schminkpinseln habe ich euch ebenfalls oben verlinkt. Der erste Farbverlauf soll von einem kräftigen Rot in ein Dunkelrot gehen, um bei dem Luftschiff die von der Sonne angestrahlte Oberseite und die im Schatten liegende Unterseite zu simulieren. Nehmt ein kräftiges Rot, feuchtet euren Schminkpinsel etwas an und tupft die Farbe dann auf die Oberseite des Modells. Mischt danach ein wenig von dem dunkleren Rot ins vorherige Rot und tupft diese Farbe dann auf die seitlichen Schrägen. Hierbei wird das vorherige Rot mit dem neuen, dunkleren Rot weich miteinander verblendet. Gebt danach noch mehr dunkleres Rot hinzu und tupft dann an den Seiten entlang. Danach mit noch mehr dunklerem Rot an den unteren Schrägen entlang und so weiter. Wenn ihr einigermaßen zügig malt, braucht ihr nicht mal einen Trocknungsverzögerer in eure Farben mischen. Das Ganze funktioniert natürlich auch per klassischem Pinsel. Für einige Details am Luftschiff wird nun ein Dunkelgrau in mehreren Stufen leicht aufgehellt. Zunächst werden mit dem Dunkelgrau die Details auf der im Schatten liegenden Unterseite des Luftschiffs bemalt. Dann wird das Dunkelgrau nach und nach leicht aufgehellt und sich dann mit der immer heller werdenden Farbe am Luftschiff von unten nach oben vorangemalt. Bei den Flächen, die direkt voneinander getrennt sind, ist das natürlich ganz einfach. Auf fortlaufenden Flächen verblendet ihr die Übergänge ganz einfach, indem ihr euren Pinsel anfeuchtet und die neue Farbe über die vorherige zieht. Das klappt natürlich auch mit anderen Farben, zum Beispiel mit einem Olivgrün, das ihr sachte mit einem Hellgrau aufhellt. Oder mit einem Blau, in das ihr nach und nach etwas Dunkelgrau mischt. Um dem Modell dann noch mehr Tiefe zu geben, empfehle ich einen Ölwash und davor eine Versiegelung mit Glanzlack. Ölwashes haben nämlich den Vorteil, dass sie viel feiner verlaufen, was besonders gut zu diesem Maßstab passt. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial zu schnellen und einfachen Farbverläufen auf Großmodellen gefallen und wer sich für das Spiel Dogfighters The Ale Wars interessiert, findet den Link zur Kampagne in der Videobeschreibung. Außerdem läuft noch bis zum Sonntag, den 29. Mai 2022, eine Verlosung auf der TWS Facebook-Seite, bei dem ihr ein komplettes Grundspiel im Wert von 100 € gewinnen könnt. Viel Spaß beim Mitmachen und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!